Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich wurde in letzter Zeit häufiger gefragt, ob ich mir mal die neue Gesichtspflege von Mixa anschauen kann. Deswegen werfe ich heute einen Blick auf die Rezepturen. Dann starte ich mal mit dem Anti-Trockenheit-Cleanser von Mixa, der 150 ml enthält und 4,95 kostet und der angeblich Hyaluronsäure enthalten soll. Aber wenn ich mir die Formulierung anschaue, dann ist da natürlich keine reine Hyaluronsäure enthalten, sondern Natriumhyaluronat. Das ist das Salz der Hyaluronsäure, welches feuchtigkeitsbindend wirken kann. Ist natürlich immer fraglich, wie gut solche Rohstoffe auf der Haut wirken können, wenn das Produkt abgespült wird, wenn das Produkt gar nicht mal so lange Kontakt mit der Haut hat. Aber wenn ich mir den Rest der Formulierung anschaue, dann ist das definitiv nicht dieser typische Drogerie-Cleanser bzw. dieses typische Drogeriewaschgel, was auf ähnlichen Tensiden immer basiert, wie zum Beispiel Natriumcocoylsulfat, Natriumlauretsulfat in Kombi mit irgendwelchen Zuckertensiden. Allerdings weiß ich nicht genau, ob dieses Produkt dazu in der Lage ist, Make-up rückstandslos zu entfernen. Also zumindest von der Formulierung her, so von außen betrachtet, selbstverständlich müsste man das ausprobieren. Auf mich wirkt das aber tatsächlich wie ein sehr schonender und sanfter Reiniger. Das heißt, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dieser Cleanser gut geeignet ist, um ihn morgens zu benutzen oder wenn man nicht sonderlich viel auf der Haut drauf hat. Der Anti-Müde Haut Cleanser kostet gleich mal 2 Euro mehr als der Cleanser in der blauen Tube. Und hier wird damit geworben, dass hier Vitamin C und Squalan enthalten ist. Und auf mich wirkt dieser Cleanser schon wieder eher wie ein typisches Waschgel, weil hier so ein Standardtensid mit drin ist, Natriumlauretsulfat. Das hat eine recht gute Reinigungsleistung und schäumt auch schön. Aber wo ist das Vitamin C? Da muss ich ein bisschen weiter nach unten gehen. Das Ascorbylglucosid, das ist ein Vitamin C-Derivat. Es ist natürlich fraglich, ob dieses Vitamin C-Derivat überhaupt irgendeinen Effekt auf die Haut haben kann. Zum einen, weil es in sehr geringer Konzentration in dem Produkt enthalten ist und zum anderen, weil das Produkt wieder von der Haut runtergespült wird. Niacinamid ist natürlich auch drin. Ich weiß nicht. Ich finde es mittlerweile irgendwie ein bisschen viel, dass nahezu in jedem neuen Hautpflegeprodukt irgendwo Niacinamid mit reingeknallt wird. Ja, es ist ein toller Inhaltsstoff, aber ich finde nicht unbedingt, dass es zu Marketingzwecken einfach irgendwo mit rein muss. Da dieser Cleanser parfümiert ist, ist da nichts für mich, da ich mir ja für dieses Jahr vorgenommen habe, zumindest was Hautpflege angeht, keine parfümierten Produkte mehr zu benutzen. Natürlich darf der obligatorische Anti-Unreinheiten-Cleanser mit Salicylsäure nicht fehlen, aber leider kriegen wir keinerlei Informationen dazu, wie viel Salicylsäure in dem Produkt enthalten ist. Salicylsäure kann entzündungshemmend wirken, aber wie gesagt, bei einem Reiniger wäre es natürlich wichtig zu wissen, wie viel von diesem Inhaltsstoff drin ist, denn ein Reiniger bleibt nicht so lange auf der Haut und wird wieder runtergespült. Für mich wirkt auch dieser Cleanser wieder eher wie so ein typisches Waschgel, aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich persönlich würde den Cleanser nicht kaufen, weil ich einfach mittlerweile so viele verschiedene Reiniger ausprobiert habe, auch so diese Waschgel-ähnlichen Reiniger, dass ich sagen muss, für mich gibt es da keinen allzu großen Unterschied, außer eben was die Reinigungsleistung angeht und wie gut meine Haut ein Produkt verträgt. Aber ich konnte von einem Reiniger bisher noch nie irgendeinen krassen Effekt auf meiner Haut sehen im Vergleich zu irgendwelchen Leave-On-Produkten. Machen wir weiter mit den Leave-On-Produkten, also den Produkten, die auf der Haut verbleiben. Und da habe ich hier das Mixa Anti-Pigment-Fleckenserum mit Vitamin C und Glykolsäure. Und das ist wieder mit Niacinamid versetzt. Ich meine, Niacinamid kann in einer Konzentration von 5% hilfreich bei Hyperpigmentierung sein, aber ich sehe hier nichts. Ich sehe hier keine Info dazu, wie viel Niacinamid in dem Produkt enthalten ist, was natürlich sehr, sehr
schade ist. Und auch bei dem Vitamin C handelt es sich nicht um die reine Form, also die Ascorbinsäure, sondern wir haben hier Ascorbylglycosid enthalten. Das ist ein Inhaltsstoff, der einfach auch stabiler ist als die Ascorbinsäure, und es hat einfach auch seine Gründe, warum wir nicht so viele Produkte mit Ascorbinsäure in der Drogerie vorfinden können, denn Ascorbinsäure ist gar nicht mal so einfach zu stabilisieren, und man muss ja auch bedenken, dass Produkte, die in der Drogerie rumstehen, dort eine Weile rumstehen, und ja, das irgendwie alles miteinander zu vereinen zu einem bestimmten Preis ist gar nicht so einfach, denn wenn Ascorbinsäure nach und nach oxidiert, verfärbt sich selbstverständlich das Produkt, und auch der Anteil der Ascorbinsäure wird zunehmend geringer. Von daher bin ich auch nicht böse, wenn es in der Drogerie nicht so viele Ascorbinsäure-Produkte gibt. Aber dieses Serum wäre für mich persönlich nichts. Ich finde es einfach wieder ein bisschen too much. Wir haben Niacinamid, wir haben Glykolsäure drin, und irgendwie, ich weiß auch nicht. Auf mich wirkt das etwas übertrieben. Es wäre in dem Fall natürlich auch wichtig zu wissen, wie der pH-Wert des Produkts ist, denn Glykolsäure kann nur in einem bestimmten pH-Bereich auch tatsächlich peelend wirken, weil hier bei der Beschreibung steht, dass die Glykolsäure als Peelingmittel enthalten ist. Aber da das Produkt parfümiert ist, ist das für mich sowieso raus. Dann haben wir passend dazu die Anti-Pigment-Fleckencreme mit Vitamin C und Niacinamid und Lichtschutzfaktor 20. Also von der Creme müsste man auf jeden Fall die korrekte Menge auftragen. Ansonsten kriegt man am Ende nicht sonderlich viel Schutz. Aufgrund der Parfümierung würde diese Creme für mich sowieso nicht in Frage kommen, aber ich finde sie auch von der Formulierung, von der UV-Filter-Kombi her jetzt nicht so nice. Vor allem, wenn ich sie mit anderen Produkten vergleiche, die ich am Start habe, und das Ding kostet 13,95 € und meine liebste koreanische Sonnencreme von Skin Chonsa, also meine aktuell liebste koreanische Sonnencreme, die kostet bei YesStyle manchmal so um die 9 €. Klar, mit Versand ist man dann immer noch bei 13 €, aber dann hat man am Ende einen ähnlichen Preis bezahlt, kriegt einen höheren UV-Schutz und ja auch eine modernere Formulierung. Und auch hier ist halt mal wieder Niacinamid enthalten. Das heißt, alle, die da keinen Bock drauf haben, für die ist dieses Produkt sowieso schon raus. Das nächste Produkt mit Niacinamid lässt nicht lange auf sich warten, denn ich habe hier noch das Anti-Unreinheiten-Serum mit Salicylsäure und Niacinamid, das aber parfümiert ist. Das heißt, deswegen kommt es für mich schon mal nicht in Frage und an zweiter Stelle vergelten Alkohol enthält. Deshalb kommt es auch nicht für mich in Frage, denn ich habe eine super empfindliche Haut, ich neige zu Skinpicking und meine Hautbarriere ist strapaziert. Und ich habe einfach festgestellt, dass wenn ich Produkte, die Ethanol enthalten, dauerhaft verwende, also vor allem, wenn sie höhere Konzentrationen an Ethanol enthalten, dass es meiner Haut nicht sonderlich gut damit geht. Ich mache gerne mal einen Kompromiss bei UV-Schutz, aber nur, wenn der UV-Schutz auch entsprechend performt. Aber so bei anderen Produkten mache ich wirklich ungern Kompromisse. Niacinamid ist in dem Serum enthalten, aber wir kriegen mal wieder keinerlei Informationen zur Konzentration, was aus meiner Sicht wichtig wäre, um das Produkt besser einschätzen und mit anderen Produkten vergleichen zu können. Was die Salicylsäure betrifft, bin ich mir nicht ganz sicher, ob die überhaupt irgendeinen Effekt auf die Haut haben wird, weil die einfach sehr, sehr weit hinten in der Inhaltsstoffeliste auftaucht, und zwar an vorletzter Stelle. Dann gibt es passend dazu eine mattierende Gelcreme, die 12,95 € kostet, und da ist auch wieder Niacinamid drin. Also lasst mich mal zusammenfassen. Wir haben in dieser Anti-Unreinheiten-Linie haben wir im Reiniger, glaube ich, Niacinamid drin gehabt. Wir haben im Serum Niacinamid drin gehabt und in der Creme ist jetzt auch Niacinamid drin. Und an dritter Stelle auch wieder vergällter Alkohol. Ich meine, klar, Ethanol sorgt dafür, dass sich ein Produkt relativ leicht auf der Haut anfühlt und man spürt diesen
schönen Verdunstungskälteeffekt. Das mögen ja manche total gerne. Es sind auch so ein paar mattierende Inhaltsstoffe enthalten, aber das Produkt ist halt wieder parfümiert, weshalb es für mich nicht in Frage kommt. Und auch die Salicylsäure steht mal wieder relativ weit hinten in der Inhaltsstoffliste. Und natürlich kriegen wir zum Niacinamid keine Informationen, wie viel davon enthalten ist. Und was die beworbene AHA angeht, kann ich auch nur mutmaßen, weil es hier keine genauen Informationen gibt. Aber ich denke, da bezieht man sich auf die Milchsäure. Allerdings taucht die Milchsäure sehr, sehr weit hinten in der Inhaltsstoffliste auf. Deswegen ist es extrem unwahrscheinlich, dass diese Milchsäure peelend wirkt. Ich denke, die ist nur enthalten, um den pH-Wert zu regulieren. Das Anti-Trockenheitsserum sieht für mich persönlich relativ basic aus. Es ist feuchtigkeitsbindendes Glycerin enthalten, Panthenol, feuchtigkeitsbindende Milchsäure, aber das Produkt ist halt mal wieder parfümiert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich für diese Formulierung fast 13 € bezahlen würde. Was die Feuchtigkeitscreme mit UV-Schutz angeht, habe ich schon die ein oder andere kritische Stimme gehört, dass die ein bisschen ölig und schwer auf der Haut sein soll, aber die Formulierung sieht für mich zumindest ein bisschen ausgewogener aus im Vergleich zu dem anderen Produkt mit Lichtschutzfaktor 20. Es ist natürlich mal wieder Niacinamid drin. Oh. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Niacinamid in Produkten auch nicht mehr sehen könnt oder ob ihr eher das komplette Gegenteil seid und nicht genug davon kriegen könnt. Das wäre tatsächlich mal ein Produkt, das ich in der Theorie ausprobieren würde. Zum einen, weil es parfümfrei ist und zum anderen, weil die UV-Filterkombi recht modern ist. Und außerdem kriegt man hier halt einen Lichtschutzfaktor von 50 und ein UVA-Siegel. Das heißt, da kann man sich zumindest, was den UVA-Schutz angeht, so ein bisschen dran orientieren. Denn das heißt, dass der UVA-Schutz mindestens einem Drittel des UVB, also des Lichtschutzfaktors, entspricht. Und das finde ich zumindest der Transparenz wegen richtig, richtig gut, dass das mit drauf ist. Aber da ich halt gehört habe, dass diese Creme in der korrekten Auftragsmenge relativ ölig auf der Haut sein soll, bin ich mir nicht so sicher, ob ich fast 12 € dafür ausgeben möchte. Alles in allem muss ich sagen, dass ich die Gesichtspflegelinie von Mixa eher uninspiriert finde, weil man einfach auch in der Drogerie viele ähnliche Produkte finden kann, vor allem auch was das Marketing und bestimmte Actives angeht. Deswegen weiß ich nicht genau, wie sich diese Hautpflegelinie von anderen Hautpflegelinien abheben soll, zumal ich es auch etwas schade finde, dass viele Produkte von Mixa parfümiert sind. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von den neuen Produkten haltet, und wenn euch das Video gefallen hat, wenn es hilfreich war, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr es teilen würdet oder wenn ihr mir ein Abo dalassen würdet, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!